willkommen zum letzten Teil meines Tutorials. Die Zeichnung ist soweit ja fertig. Ich möchte jetzt allerdings noch einen Schritt zeigen, wie man das Ganze etwas auf Filmplakat trimmen kann. Da habe ich einen Pinsel für die Posterrisse. Der Kraft und Fluss sind 100% und unter Formeigenschaften seht ihr, der hat hier so einen rostigen Textureffekt, den ich überlagert habe. Ich erstelle mir jetzt eine neue Ebene, die nenne ich erstmal Risse und gehe nicht mit Schwarz, sondern mit Weiß, jawohl, daran mir die Ecken quasi auszufransen, so wie wenn eben ein Kinoplakat, Pinsel ist zu klein, geh mal etwas größer, so wie wenn eben ein Kinoplakat schon eine Weile an der Wand hängt und der Zahn, der zeigt, etwas dran genagt hat. Da sind dann die Ecken schon eingerissen und auch die Kanten haben einiges abbekommen. Ich zeichne mir das jetzt mit Weiß ein, da ich das Bild später auch auf weißem Hintergrund veröffentlichen werde. Ich könnte genauso gut mit einem Radierer arbeiten. Und da bin ich auch recht rigoros, da gehe ich schon recht grob dran. Dieses Plakat hängt schon eine ganze Weile. Und das wäre jetzt eben der Rand. Jetzt gehe ich mal auf eine neue Ebene, die nenne ich Falten, denn ein Plakat wird ja auch gefaltet. Jetzt muss ich gucken, es wird ungefähr zweimal gefaltet, also gehe ich hier, halte die String-Taste gedrückt, damit ich eine gerade Linie zeichne. Und nochmal hier und jetzt auch nochmal durch das Bild von links so. Und sagen wir hier, jawohl. Okay. Das wären jetzt meine Linien für die Falten. Ich stelle den Ebenenmodus auf Aufhellen und gehe mit der Deckkraft so auf knapp 62% sage ich mal. Denn die Falten sind ja keine Risse, ist ja logisch. Dementsprechend sollen sie auch weniger kräftig rauskommen. Und da gehe ich jetzt wieder mit einem relativ weichen Radierer dran, mir Teile davon eben wieder wegzunehmen, damit die Falten an manchen Stellen eben stärker und an anderen etwas schwächer eingedrückt sind, so wie wenn man eben ein echtes Poster in der Hand hält. Gehen wir da, wo sich die Knicke überschneiden, radiere ich nichts, weil da ist es in der Natur auch etwas kräftiger. Ich dupliziere mir die Ebene nochmal, dadurch wird es jetzt nochmal etwas kräftiger und auch auf der Kopie von diesen Falten radiere ich nochmals. Das erzeugt mir jetzt nochmal weichere Übergänge zwischen den schwachen und den etwas stärker ausgeprägten Falten. Und da lasse ich mir auch Zeit, das zu radieren. Das muss jetzt nicht irgendwie im Schnellverfahren gemacht werden. Ich gucke auch, dass ich diese Linien, die ich jetzt eben habe, nicht zu kräftig im Bild drin habe, denn ich will ja nicht, dass mir dann Teile meiner Motive dadurch verschandelt werden. Es soll nur noch mal so einen gewissen Grindhouse-Touch geben. Sieht man ja in letzter Zeit häufiger bei Filmen, dass solchen Pseudo-Poster-Texturen gearbeitet wird. Und in der Form sage ich jetzt definitiv, das Bild ist fertig. Ich hoffe, das Tutorial hat euch Spaß gemacht beim Anschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und könnt was damit anfangen. Haltet euch bitte nicht mit Kommentaren oder Kritik zurück, denn nur so kann ich besser werden in dem, was ich tue. Und ich kann euch jetzt noch ein paar Fun Facts zu diesem Video vorlesen. Und zwar hatte ich mit dem Bild angefangen am 28.06. dieses Jahres, also 2013. Fertig mit der Zeichnung war ich dann am 13.07. Das heißt, ich habe 16 Tage lang nur gezeichnet. In der Zeit habe ich mir 28 Einzelvideos aufgenommen mit einer Gesamtlaufzeit von 19 Stunden und 47 Minuten. Editiert und mit Zeitrafferfunktion kam ich dann auf eine gesamte Laufzeit von knapp 59 Minuten. Das musste ich dann eben durch die Restriktionen, die YouTube so mit sich bringt, auf 5 Videos runterschneiden.
Die Tonbearbeitung hat mich nochmal 5 Tage gekostet, aber ich hoffe, das war es wert. Also vielen Dank fürs Anschauen und ich hoffe, es werden noch einige Videos von mir folgen. Bis dann.